Herzlich willkommen, Jungfrau, auf meinem Kanal. Ich schaue jetzt mit den Tarotkarten, was dich im August 2025 erwartet. Bitte beachte dabei auch den Mond sowie Venuszeichen und deinen Aszendent. Und für persönliche Legungen besuch gerne meine Webseite. Los geht's für Jungfrau, bitte. Was bringt der August 2025 für Jungfrau, bitte? So, na, viel Tatendrang, Jungfrau. Page der Stäbe. Okay, und im Unterdeck habe ich den Pagen der Münzen. Einerseits Jungfrau, ich habe hier zweimal die Pagen, das heißt, das ist etwas Kleines, es ist etwas Junges, was Frisches. Also du bekommst hier irgendwie frischen Wind rein, beziehungsweise in dein Leben kommt frischer Wind rein. Du wirst hier einerseits hier mit den Stäben mehr Tatendrang oder mehr Lebensfreude verspüren, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil du aus dem Urlaub zurückkommen wirst oder eben im Urlaub dich dann befindest. Mit den Pagen der Stäbe kommt dir hier irgendwie eine Idee. Das kann auch plötzlich aus dem Nichts kommen, die dir aber mit den Münzen eine berufliche oder finanzielle Möglichkeit bietet. Und wir haben hier die Münzen. Das heißt, wenn du an dieser Idee arbeitest, wenn du dran bleibst, und das dauert halt eine Zeit, weil die Münzen, das ist die langsamste Energie, aber das ist die einzige Energie, wo du wirklich aufbauen kannst. Da kannst du dann im Optimalfall, wenn du hier geduldig bist, das Ganze auch langfristig planst, also wirklich einen Weitblick hast, dann kannst du hier reich werden, übertrieben gesagt. Und reich sein ist ja für jeden etwas anderes, aber das Ganze hat halt einfach Potenzial, aber du musst hier eben dranbleiben. So, das ist das eine. Auf der anderen Seite, hier liebestechnisch, du bekommst Nachrichten. Diese Nachrichten sind aber von der gleichen Person. Der Mensch möchte dir jetzt schreiben, ist in den meisten Fällen ein Mann, auch wenn es nicht zwingend um die romantische Liebe geht. Aber es ist jetzt einfach an der Zeit, dass sich diese Person bei dir meldet, auch wenn es der Bube ist, also der Page der Stäbe. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie so Larifari-mäßig ist, sondern selbst wenn es jetzt wirklich nur etwas Kleines ist, wie Hallo Jungfrau, wie geht's dir? Hallo Jungfrau, wir hatten schon so lange keinen Kontakt mehr, können wir reden? Das hat einen ehrlichen Hintergrund, weil mit den Münzen, das steht ja eben auch für dich als Erdeelement. Das ist ja etwas Bodenständiges, etwas, worauf man vertrauen kann, was halt wirklich Bestand hat. Und im ersten Moment ist das halt vielleicht einfach wirklich mit dem Buben etwas Kleines, aber da geht es einfach darum, weil man vorfühlen will, möchtest du mit der Person überhaupt reden. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, ob da überhaupt etwas vorgefallen ist oder ob es da einfach schon seit langer Zeit, warum auch immer, keinen Kontakt gibt. Man muss sich ja nicht immer zerstritten haben oder sonstiges. Es gibt ja auch andere Gründe, warum man keinen Kontakt mehr hat. Aber hier kommt etwas Positives auf dich zu, im beruflichen bzw. im finanziellen Bereich, aber eben auch liebestechnisch. Und jetzt schauen wir weiter, Jungfrau. So, oder auch nicht. Einen Moment, die sind am Boden gefallen. So, die legen wir wieder zurück. Die zwei Karten. Also, wie geht's für Jungfrau weiter, bitte? So, was bist du? Okay, du bist noch halbwegs aufrecht. Ich habe hier die 21. große Arkana. Das ist die Welt und das ist auch die letzte große Arkana im Tarotdeck. Einerseits durch diese zündende Idee, beziehungsweise es muss ja gar nicht sein, dass du wirklich eine Idee hast, aber es kann auch jemand auf dich zukommen, der weiß, dass du schon lange irgendwie an etwas arbeitest oder wie weißt, wie das und das funktioniert und der möchte aber das voranbringen und bittet dich um Hilfe und dadurch, dass du dieser Person hilfst, bekommst du aber auch Einnahmen. Ich möchte jetzt nicht gleich sagen, dass ihr dann Partner werden könnt, aber ihr helft euch und du kannst davon profitieren. Es muss jetzt nicht einmal finanziell sein, aber du wirst hier mit den Münzen einfach davon profitieren. Dadurch, dass du dieses Angebot annimmst, bekommst du hier eine neue Chance. Ich habe mit der Welt einerseits einen Neubeginn, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Ende. Ich nehme hier aber eher wahr, dass jetzt für dich dadurch etwas Neues entsteht, wo du einerseits vielleicht deine Kreativität ausleben kannst, weil mit den Stäben geht es ja auch um das Kreative. Und auf der anderen Seite, und das ist für eine kleine Gruppe, nehme ich auch wahr, dass wenn du hier etwas Neues ins Leben bringst, dass du vielleicht sagst, okay, eigentlich das Ganze läuft so gut, das macht mir wirklich Spaß, mehr Spaß als mein Angestelltenjob zum Beispiel. Ich verdiene jetzt so viel und mit meiner Familie geht das auch in Ordnung hin und her. Ich mache mich jetzt selbstständig. Oder dass du zumindest sagst, ich investiere da irgendwie mehr. Und auf der anderen Seite liebestechnisch, nehme ich es andersrum wahr,
Wenn diese Person auf dich zukommt, kannst du endlich abschließen. Also ihr schließt dann einen Zyklus ab, also einen, wo vielleicht kein Kontakt eben mehr war oder eben auch, wo Konflikte endlich beendet werden. Davor kommt das Gericht mit der 20. großen Arkan und da geht es um die Versöhnung und auch um die Erlösung. Und für manche ist es halt einfach wichtig, nämlich wahr, und das war auch schon bei Fische so, ich habe halt in den letzten Legungen, das sind irgendwie diese Energien, dass man etwas nicht abgeschlossen hat, dass man auf der einen Seite zwar seinen Weg geht und sagt, okay, was soll ich jetzt machen? Ich kann ja nichts anderes machen, als einfach mein Leben leben und darf niemanden warten, weil das bringt sowieso nichts und das sollst du auch nicht. Du sollst deinen Weg gehen und das, was für dich bestimmt ist, kommt ohnehin zu dir, ja. Aber dass da irgendwie so, man geht zwar weiter, aber man hat das Alte noch nicht wirklich abgeschlossen. Also du bist da irgendwie so im Übergang, man geht zwar, aber man ist noch nicht ganz draußen vom Alten und das hört damit auf. Vollkommen egal, ob du sagst, eigentlich möchte ich mit dir nichts mehr zu tun haben, dann weiß das die andere Person aber auch und kann ihres Weges weitergehen oder es kommt zu einer Versöhnung, zu einer Einigung, wie auch immer. Aber liebestechnisch nehme ich es einfach so wahr, dass man endlich etwas beenden kann, um für dich selbst neu zu beginnen. Dass deine Reise quasi weitergeht. Und du hast auch hier alle 4 Elemente. Das heißt, für deine neue Reise steht dir alles zur Verfügung. Und du hast auch hier die Anbindung nach oben. Also wenn du Hilfe beim Universum brauchst, dann bitte sagen. Oder bei deinen Engeln, woran auch immer du glaubst. Aber die können dir nur helfen, wenn du sie darum bittest, weil jeder hat einen freien Willen und die würden quasi in deinen Willen eingreifen. So, wie geht's weiter für Jungfrau, bitte? So, das ist ein wenig zu viel. Und was ist da? 3 Karten. Oje. So, und alles wieder retour. Aber es ist eine sehr lebhafte Energie, Jungfrau, wie du siehst. Auch hier wieder maximal 2 Karten, bitte. Maximal 2 Karten. Also irgendwas, und das habe ich gar nicht mit dir in Verbindung, sondern mit der anderen Person. Die 2 Karten nehmen, weil die sind jetzt wirklich noch einmal rausgefallen. Die wollen sich zeigen. Ich nehme hier wirklich wahr, diese Energie dadurch, dass die wirklich sehr energisch ist und so viel auf einmal, ja, dass diese Person einfach dir etwas zu sagen hat und das kann nicht länger warten. Und hier habe ich die Gerechtigkeit, das ist die 11. große Arkana und hier habe ich den Turm, die 16. große Arkana. Also, Jungfrau, ich knüpfe gleich bei der Liebe an, weil wie gesagt, der kann nicht. Da muss jetzt alles raus, auch mit dem Turm, der möchte sich hier befreien. Und ja, es ist rückläufiger Merkur noch bis 18. August, ich muss jetzt endlich nachschauen, aber es ist bereits rückläufiger Merkur und da kommen halt Menschen aus der Vergangenheit wieder, auch ehemalige Freunde, wie auch immer. Das hat zwar teilweise den Grund, also diesen Ego-Grund, schaut die Person noch auf mich, habe ich dann noch eine Chance? Aber das ist nicht immer der Fall. Oft kommen solche Ex-Partner oder wie auch immer auch einfach zurück, weil man erkannt hatte, wie gut, dass es einem überhaupt bei Jungfrau zum Beispiel ging. Also das hat nicht immer nur diesen egoistischen oder selbstsüchtigen Hintergrund, manchmal ist auch wirklich etwas Ehrliches dabei. Deswegen musst du auch immer schauen, vollkommen egal, was da bei Kartenlegungen oder so gesagt wird, wie wirkt diese Person auf mich, hat sich die wirklich verändert, ist das noch immer so bla wie früher oder können wir jetzt einfach auf Augenhöhe kommunizieren. Aber hier geht es um ein ehrliches Gespräch. Du hast hier das Ass der Schwerter. Hier soll einfach wieder alles in Balance kommen. Wie vorhin angesprochen, ob du das überhaupt willst oder nicht, das obliegt dir. Und selbst wenn du sagst, so danke, ich habe dir jetzt zugehört und jetzt gehe ich wieder. Wir sind geschiedene Leute und das soll auch so bleiben. Und hier geht es eben auch stark um Karma. Einerseits mit der Welt und auch mit der Gerechtigkeit. Also diese Person hat ihr Karma bekommen und da geht es gar nicht darum, dass er dich vielleicht betrogen hat oder wirklich ausgenutzt, sondern einfach, ich nehme hier eher wahr, dass man seinen eigenen Weg nicht gegangen ist und der Weg wäre vielleicht mit dir gewesen und aus welchen Gründen auch immer hat man aber auf anderes oder auf andere gehört und nicht auf seine eigene Intuition und dafür hat man quasi bezahlt. Ich sage das jetzt einmal so. Und dadurch, dass man nicht ehrlich zu sich selbst war, war man auch unehrlich zu dir, weil ansonsten müsste man hier mit dem Ass der Schwerter kein ehrliches Gespräch führen. Das muss ich ja erst dann machen, wenn ich dir irgendetwas verschwiegen habe oder wenn ich dich irgendwo angelogen habe. Wie gesagt, es geht hier nicht zwingend um irgendeinen materiellen, finanziellen oder eben um einen romantischen Betrug. Es können auch kleine Dinge sein, die aber
ja, eine große Wirkung haben. Und der möchte sich einerseits hier mit dem Turm befreien, aber das kommt halt vom Universum, also der wird da wirklich angestupst und angestoßen, dass der endlich in deine Richtung kommt und dass sich der auch irgendwie von seinen falschen Glaubenssätzen beziehungsweise eben auch von vielleicht Menschen, die ihm deinen Blödsinn erzählt haben, vielleicht über dich befreit, weil, wie vorhin gesagt, der kann nicht mehr. Also der fliegt da jetzt aus dem Turm, der wird da jetzt aus dem Turm geworfen, Jungfrau, und dann geht's ab zu dir, denn ich habe hier einerseits das Rad des Schicksals, die 21, die 11, dazwischen liegt die 10, das ist eben das Rad des Schicksals, und auf der anderen Seite hier die 11, hier die 16, dazwischen liegt der Hierophant. Also es geht hier wirklich um etwas, was von oben gelenkt wird und was teilweise auch irgendwie beschützt ist, und da soll wieder Ordnung reinkommen. Der wird jetzt wirklich in deine Richtung getrieben, dass der reinen Tisch macht und dass du eben auch endlich abschließen und in etwas Neues gehen kannst. Einen Neubeginn mit der Person oder mit einer neuen Person, Jungfrau, wie auch immer. Aber zu deinem Projekt, zu deiner finanziellen Idee, das Ganze kann plötzlich kommen, habe ich auch hier mit den Stäben, weil es eine schnelle Energie ist, und du wirst dich hier aber auch von etwas befreien. Das kann dich einerseits finanziell wieder ins rechte Licht drücken, auf der anderen Seite aber auch durch diesen Einfall, dass du vielleicht etwas zurückbekommst. Einerseits finanziell, aber auch vielleicht ein Selbstbewusstsein, dass du irgendwie gehadert hast damit, und durch diese Idee, dass du das jetzt endlich umsetzen kannst, dass du hier etwas aufbauen kannst, dass du wieder in dein Gleichgewicht kommst und dass du sagst, hey, das kann ich ja eigentlich und ich habe mich nie getraut, dass ich das mache oder sonstiges, und auch du wirst dich hier von etwas befreien. Und ich nehme hier auch nicht wahr, dass dieser Turm, der ja normalerweise, wenn du einen Turmmoment hast, fühlt sich das wirklich schrecklich an. Ja, das weiß ich von mir selbst. Hier nehme ich das aber nicht wahr, sondern das ist eher etwas Leichtes, wo du sagst, Gott sei Dank bin ich das jetzt los, oder Gott sei Dank, jetzt sehe ich die Dinge klarer. So in diese Richtung. Also wie gesagt, hier nehme ich es nicht so streng, aber dafür fühlt sich der Turm für dein Gegenüber umso heftiger und auch viel grauenvoller an, Jungfrau. Also, in diesem Sinne bin ich nun am Ende der Legung. Wenn du damit in Resonanz gehst, dann freue ich mich über deinen Kommentar bzw. Feedback, und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis bald.